Hallo, liebe FreundInnen der gepflegten Musikkritik und herzlich willkommen zu Scratch the Surface. Meinungen über Musik in 45 Sekunden oder weniger. Heute haben wir ein kleines Dilemma, denn es erscheint nicht nur die neue Touché Amoré, was natürlich eine sehr gute Platte sein wird, sondern auch die neue Metz. Aber ich muss sagen, mich faszinieren Metz weitaus mehr als Touché Amoré. Das mag kontrovers sein, aber die Band schafft es tatsächlich, Noise, Punk, Post-Hardcore, Post-Punk zu verknüpfen und immer wieder Melodien in diesem ganzen Krachgetöse zu finden. Den Timecode zum Review gibt es hier immer in den Kommentaren. Hintergründe zur Band erfahrt ihr genau jetzt. Die übertriebene Freundlichkeit von KanadierInnen ist ein Klischee, das sich ziemlich hartnäckig hält, aber dafür gibt es ja genug Bands, die musikalisch zumindest in eine andere Richtung schlagen und ziemlich auf die Pauke hauen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Noise Punks Metz, die bestehen aus Alex Atkins an Gitarre und Gesang, Chris Lorak am Bass und Hayden Menzies am Schlagzeug. Die Band gibt es schon seit 2008, sie wurde ursprünglich in Ottawa gegründet, ist aber mittlerweile nach Toronto übergesiedelt und das ergibt auch tatsächlich Sinn, denn Toronto ist die reinste Musikstadt. Die Infrastruktur ist diesbezüglich wunderbar, es gibt tausende Bands, mit denen man sich connecten kann. Gut, mittlerweile oder derzeit ist es natürlich eher schwieriger, sich vielleicht musikalisch zu betätigen in der Stadt, aber wie dem auch sei. Musikalisch wäre die Band mit ihrem ohrenzerfräsenden musikalischen Mix auch gut in den 90ern aufgehoben, was auch erklärt, dass alle 4 Platten der Band bisher bei Sub Pop erschienen sind, dem Prestige-Indie-Label der 90er, und besser kann man es eigentlich als eine Band wie Metz tatsächlich nicht treffen. Die Bandhistorie beginnt mit den relativ einfach betitelten Metz von 2012 und Two von 2015, die noch deutlich dissonanter, kantiger und keifiger sind als zuletzt. Auf Strange Peace von 2017 probieren sie erstmals wirklich echte, in Anführungsstrichen, Melodien einzubauen, und das obwohl mit Steve Albini wohl der Noise-Papst und legendäre Produzent überhaupt in diesem Genre mit daran beteiligt ist. Atlas Venning ist das 4. Album nach der B-Seiten-Compilation Automat, die 2019 erschienen ist, und macht auch wieder einige Dinge anders, denn Steve Albini hat als der Star-Produzent hinter Strange Peace jetzt abgedankt und stattdessen dreht Ben Greenberg an den Reglern. Den dürfte man kennen als Produzenten von Bands wie unter anderem Ceremony und Algiers. Und vor allem, was das Wichtige ist, diese Platte hat noch mehr Melodie, als Strange Peace schon hatte. Wie dieser Ausflug vom Schiefen ins Schöne dann tatsächlich klingt, das erfahrt ihr jetzt. Es braucht nur ein paar Sekunden vom Opener Pulse und schon ist man wieder im Metz-Kosmos gefangen. Dissonante Gitarrenakkorde, hypnotisches Schlagzeugspiel und ein Akzente setzender Bass. Obwohl Stagnation bei einem unendlichen Feld an Schießmelodien fast unmöglich ist, klingt das Trio erstmal so, als wäre Strange Peace ein Doppelalbum und sie hätten jetzt erst die zweite Seite gefunden. Mit No Ceiling dreht sich der Wind allerdings und Metz stapeln, für ihre Verhältnisse, Popsong auf Popsong. Und ja, natürlich endet die Platte trotz allem wieder in einer krautigen Noise-Kakophonie. Highlights sind das zwischen Wut und hoffnungsvoller Melodie schwankende Hail Taxi und der Staccato-Noise von Parasite. Atlas Venning ist wie ein Messer nach dem Schärfen. Es fühlt sich an wie früher, aber es spaltet die Extreme zwischen Melodie und Dissonanz mit scharfer Klinge noch präziser auf. Für Freunde von Jesus Lizard und Drive Like Jehu.